Noch ist es ziemlich ruhig hier in der Volkswagen Arena, aber lasst euch davon mal nicht täuschen, denn wenn am Wochenende der VfL hier seine Heimspiele austrägt, dann fiebern 30.000 Menschen auf den Rängen mit ihren Wölfen mit. 90 Minuten lang ist dann alles andere egal, alles was zählt, ist auf dem Platz. Doch Fußball ist nicht nur die schönste Nebensache der Welt, Fußball ist auch ein milliardenschweres Business. Verbände und Vereine haben viel Geld, viel Macht und deshalb tragen sie auch gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Aber werden sie dieser Rolle auch gerecht? Ich frage mich, wie nachhaltig ist unser Fußball wirklich? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Jörn Kleinschmidt getroffen. Jörn ist nicht nur ein riesiger Fußballfan, er ist auch Vorsitzender des FC Playfair. Das ist ein Verein, der sich für mehr Nachhaltigkeit im Profifußball einsetzt und die Vereine auch dementsprechend bewertet. Das ist kunterbunt, wie unsere Gesellschaft, wie all unsere Unternehmen sind. Also du hast Clubs, die geben sich da extrem viel Mühe und sind sehr nachhaltig auf spezifischen Gebieten. Ja, wenn du dann in den Club reinguckst, dann siehst du schon wieder, der ist sehr nachhaltig beim Thema Ökologie und Energie und beim Thema Vielfalt und Inklusion, da ist er ganz normal, da leistet er sich keine Schwächen, da gibt es nichts zu kritisieren. Ja? Und andere Clubs sind beim Thema Vielfalt und Inklusion, sind die unglaublich gut. Ja, St. Pauli zum Beispiel, das sind solche Vereine. St. Pauli beim Thema Vielfalt, Inklusion, Blindenfußball etc. Freiburg beim Thema Energie, ganz hervorragend. Ich mache mich auf den Weg in den Norden, denn ein Club, der als echter Vorreiter in der Bundesliga gilt, ist der VfL Wolfsburg. 2024 haben die Wölfe als erster Fußballverein überhaupt sogar den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. In Wolfsburg treffe ich mich mit Nico Briskorn, der die Nachhaltigkeitsabteilung beim VfL leitet. Als er 2010 die Idee für diese Abteilung hatte, war Nachhaltigkeit noch kein wirkliches Thema im Fußball. Also es gab wenig Vorbilder im Fußball, eigentlich gar nicht, würde ich fast behaupten. Das heißt, wir haben uns viel in anderen Unternehmenswelten getummelt, uns da Netzwerke aufgebaut, geguckt, wo gibt es gute Erfahrungen, die wir uns abschauen können, aber eher in der klassischen Wirtschaft, denn im Sport. So, und da ist das erst über die letzten Jahre eigentlich gewachsen. Mobilität ist das große Thema. Fanmobilität macht allein 60% der CO2-Emissionen aus, aber auch die Mitarbeitendenmobilität, Fuhrpark etc. ist nicht zu unterschätzen. Da landen wir dann am Ende bei 70% roundabout. Und der zweite größte Posten ist das Thema Heizenergie. Das sind so 17-18% bei uns. Also wenn wir auf die Rasenheizung blicken, beispielsweise, aber auch die Liegenschaften generell, dann sind da schon Verbräucher und man merkt dann auch schon anhand dessen, dass es natürlich Zielkonflikte im Fußball in Bezug auf das Thema Umwelt gibt, weil ich will auf der einen Seite den perfekten Rasen, man braucht Ressourcen, Wasser, Energie, dann denkt man auch an diese Warming Lamps sozusagen, also die von oben nochmal das Rasenwachstum fördern und beschleunigen und da versuchen wir halt diese Zielkonflikte bestmöglich aufzulösen. In Wolfsburg weiß man also ziemlich genau, an welcher Stelle wie viel CO2 entsteht. Aber wie schafft man es jetzt, diese Bilanz zu verbessern? Nico erzählt mir, dass man positive Anreize schaffen muss. So nutzen die Wölfe zum Beispiel eine App für mehr nachhaltige Fanmobilität. Nutzerinnen tragen dort ein, wenn sie mit dem Rad oder mit dem Zug zum Stadion fahren und können dann in der App Preise gewinnen. Aber Anreiz ist ein gutes Stichwort. Also wir wollen halt nicht dogmatisch sein und dem Fan vorgeben, wie er anzureisen hat, sondern wir wollen Lust machen auf eine nachhaltige Anreise. Nicht nur bei der Fanmobilität tut sich einiges, auch auf dem Spielfeld selbst gibt es Möglichkeiten, die Umwelt zu schützen. Kunstrasenplätze zum Beispiel, die setzen oft Mikroplastik frei, das ins Grundwasser gelangt. Ein echtes Problem, denn Mikroplastik ist kaum abbaubar und so kann es passieren, dass das Granulat früher oder später in unserem Trinkwasser landet. Ein sehr innovatives Projekt war mit Guppy-Friend, dass wir Mikroplastikfilter für die Kunstrasenplätze entwickelt haben, wo eben das Granulat zurückgehalten wird, was durch den Regen ausgewaschen wird oder durch die Spieler ausgetragen wird letztendlich, was sich dort in den Abflussrinnen befindet und wo wir allein in einer Saison über 2000 Kilogramm dann zurückhalten können an Granulat. Also so versuchen wir uns stetig auch in den Themen jeweils weiterzuentwickeln. Nicht in allen Vereinen ist Nachhaltigkeit schon so selbstverständlich wie in Wolfsburg. Deshalb hat die Deutsche Fußballliga DFL vor 2 Jahren sogenannte Nachhaltigkeitskriterien verabschiedet, an die sich alle Clubs halten müssen. Die Kriterien werden regelmäßig angepasst und weiterentwickelt. Dabei waren auch Mitglieder vom FC Playfair beteiligt. Es gab, da war das, ich glaube 2021 oder so, eine Taskforce Zukunft Profifußball. Da waren sehr viele Arbeitsgruppen drin. Eine Arbeitsgruppe war Nachhaltigkeit, eine andere Arbeitsgruppe war Stadionerlebnis, die nächste Arbeitsgruppe war Integrität des Wettbewerbs. Und in diesen Arbeitsgruppen
haben wir als FC Playfair sehr intensiv mitgearbeitet. Ihr wart dann da drin auch? Es waren zum Teil Politiker mit drin. Okay. Özdemir war drin und ehemalige Profifußballer waren drin und Wirtschaftsunternehmensleute waren mit drin. Rund 2 Jahre nach Einführung der DFL-Nachhaltigkeitskriterien ziehen Jörn und Nico ein recht positives Zwischenfazit. Es wird das komplette breite Nachhaltigkeitsspektrum abgearbeitet, so wie wir vorher unsere 41 Themenfelder hatten, haben die jetzt auch sehr viele Themenfelder. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es waren über 100 ursprünglich, ja. 2022. Jetzt hat man es nochmal ein bisschen runtergekürzt, 54 sind übrig geblieben. Es sind viele gute Dinge dabei und es ist vieles richtig. Und ich bin super happy, dass die DFL als einer der größten Ligen überhaupt, als erste große Liga überhaupt bei dem Thema vorangegangen ist und das eingeführt hat und das auch als Teil der Lizenzkriterien definiert hat. Vor allen Dingen, weil perspektivisch die Möglichkeit haben, diese Kriterien immer nachzuschärfen, so wie sie es tun jetzt. Ja. Und weil das dazu führen kann, dass sie dann wirklich an Seriosität und an Impact und an Wirksamkeit gewinnen werden. Ich denke generell, dass es ein Meilenstein ist für die Liga oder auch den Sport. Als DFL ist ja die Deutsche Fußballliga da eigentlich als erste Sportorganisation oder als Verband da auch mit rausgegangen. Und am Ende, klar, muss es auch ein Stück weit ein Kompromiss sein, weil ich unterschiedliche Niveaus in der ersten und zweiten Liga habe. Ja. Das hat gar nicht mal unbedingt mit der Größe oder den entsprechenden Ressourcen zu tun, sondern teilweise auch mit den Rahmenbedingungen. Also bin ich Mieter des Stadions, dann habe ich weniger Einflussmöglichkeiten, als wenn ich Eigentümer bin, so wie wir jetzt, wo wir auch dann vielleicht Dinge einfacher verbauen können. Also da gibt es unterschiedliche Absprungniveaus, sage ich jetzt mal. Und unter der Berücksichtigung finde ich, dass es ein guter, ambitionierter Rahmen ist. Und dass es diese Richtlinien jetzt gibt, das ist wirklich wichtig. Zwar gibt es einige extrem motivierte Clubs, die meisten Vereine haben sich in der Vergangenheit aber nicht ganz freiwillig mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Als wir angefangen haben, waren es doch sehr wenige Clubs, die eben diese chancenorientierte Perspektive hatten, was auch dem geschuldet ist, dass Fußball sehr kurz-mittelfristig plant und denkt und in den kurzfristigen sportlichen Erfolg investiert. Dabei verfolgt eigentlich nur ein ziemlich kleiner Teil aller Fans die Spiele im Stadion. Millionen Menschen dagegen, die schauen die Spiele so wie ich, hier auf der Couch. Und auch hier ist Nachhaltigkeit ein Thema. Die Bundesliga ist nämlich auch eine riesige Medienproduktion. Man muss einfach sehen, Fußball ist heute mit so viel Geld verknüpft, es kommt gerade aus dem Fernsehen rein. Die Einnahmen aus der TV-Vermarktung sind halt um Vielfaches größer als das, was man heute an Eintrittskarten verkaufen kann. Deswegen orientiert sich der Fußball in der ganzen Ausrichtung, in seiner ganzen Präsentation relativ stark in Richtung TV-Vermarktung. Ja. Und ein Mann, der daran arbeitet, diese Produktion ein bisschen grüner zu gestalten, ist Moritz Ladwig. Moritz ist Green Consultant bei Sportcast. Das ist die Firma, die alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga produziert. Ähnlich wie Nico ist auch Moritz ein echter Pionier auf seinem Gebiet. Vor ihm gab es diese Stelle nämlich noch gar nicht. Stimmt es, dass dieses Projekt mit der Green Production bei Sportcast quasi mit einem Einstieg gestartet ist, vor 1,5 Jahren? Ja, es ist ein bisschen früher gestartet und das ist so das, was 2022 war. Da war so ein, ja, ich will nicht sagen Schnellschuss, aber es war eher so ein, okay, wir gucken mal, dass wir jetzt überhaupt eine Situation analysieren, die wir haben. Und dann war natürlich der einzige Weg, okay, wir haben jetzt erstmal was, wir können hier gar nicht so schnell irgendwas verändern. Deswegen gab es dieses, wir werden jetzt erstmal kompensieren und wollen das aber zu einer Reduktion bringen. Klimaneutral durch CO2-Kompensation, das klingt erstmal gut, ist aber natürlich keine langfristige Lösung. Denn echte positive Auswirkungen, die erreicht man nur, wenn man seine Emissionen auch deutlich reduziert. Und genau an diesem Punkt sind jetzt auch Moritz und sein Team. Dieses Jahr haben sie wahnsinnig viele Daten gesammelt und Maßnahmen gesucht, um CO2 einzusparen. Und wie geht es jetzt weiter? Der nächste Schritt ist vor allem jetzt in die Umsetzung zu kommen, bedeutet mit den Daten, die wir haben, mit den Potenzialen, die wir identifiziert haben, zu überlegen, wie können wir es anpacken. Also was können wir konkret verändern, ohne auch die Qualität des Produkts zu verändern. Das ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Das ist, glaube ich, auch noch ein großes Problem, was Nachhaltigkeit an sich hat. Ich schaue mir keinen Tatort an, nur weil er nachhaltig produziert wird. Ja. Ich schaue mir auch nicht Bayern gegen Dortmund noch mal lieber an, weil ich weiß, dass es nachhaltiger produziert. Also das ist dann schön, wenn ich mich irgendwie damit identifizieren kann und sehe, das ist so passiert. Aber ich würde mir das Spiel oder den Tatort trotzdem anschauen. Moritz erzählt mir, dass es hier ganz unterschiedliche Punkte gibt, an denen man ansetzen kann. Ein großer Faktor bei der Produktion ist zum Beispiel der Strom hier am Stadion. Damit die Übertragung immer ohne Unterbrechung funktioniert, stehen hier Generatoren. Und die laufen meistens mit Diesel. Hier für grüne Veränderungen zu sorgen, ist gar nicht mal so leicht. Das ist auch gerade jetzt mit der Euro, die wir in Deutschland hatten, auch mit Champions League-Spielen, nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil auch da ist Signalsicherheit
ein ganz, ganz hohes Gut. Also wenn da eine Sekunde Schwarzbild irgendwo gesendet wird, ist das eine Katastrophe. Wirklich? Weil es das ist wirklich Vertragsstrafen gibt? Ja, genau, es gibt Vertragsstrafen und so weiter. Das heißt, es darf nicht ausfallen. Okay. Wie sieht dann ein geeignetes, zukunftsfähiges Backup-System aus? Das ist so die große Frage eigentlich. Ja. Und das ändert auch nichts am Produkt. Nach meinen Gesprächen mit Jörn, Nico und Moritz bin ich auf jeden Fall ein bisschen schlauer als davor. Ich frage mich aber immer noch, ziehen mittlerweile denn wirklich alle an einem Strang, was das Thema Nachhaltigkeit im Fußball angeht? Am Anfang war ich das kleine grüne Männchen, was da versucht hat, irgendwas zu bewegen. Ja. Und mittlerweile merke ich, dass da mehr und mehr Leute auch dahinter stehen und mehr auch dann Druck entsteht. Weil natürlich, wenn ich nur irgendwie zu Leuten gehe und sage, ich würde gerne, können wir da nicht mal drüber nachdenken, dann sagen die, super Idee, machen wir mal irgendwann. Wenn jetzt aber dann die Leute selber davon überzeugt sind und selber mal nachfragen an anderen Stellen, dann kommt ja immer mehr diese grüne Bewegung damit rein. Also generell bin ich überzeugt, dass Fußball langfristig nur erfolgreich sein können, wenn sie nachhaltig agieren, sozusagen. Also das sichert auch die wirtschaftliche Zukunft am Ende des Tages. Das gilt für eigentlich jedes Wirtschaftsunternehmen. Da geht es um Akzeptanz beim Fan letztendlich. Wenn man nur an die jungen Generationen denkt, die auch vom Club einfordern, dass er nachhaltig agiert, was zahlreiche Studien letztendlich auch zeigen. Aber auch, dass immer mehr Sponsoren, teils auch Kapitalgeber letztendlich dann natürlich auch nachhaltig agieren müssen und das auch von ihren Partnern verlangen sozusagen. Von daher steigt natürlich der gesellschaftliche Druck, aber auch auf Gesetzgebungsebene an den Fußball dort auch aktiv zu werden, und es bietet ja auch eine Reihe an Chancen. Und das ist, glaube ich, so auch das größte Erfolgserlebnis bis jetzt, dass ich immer merke, okay, es gibt wirklich Leute, die sich auch damit beschäftigen, weil sie auch eben motiviert sind. Solange das weiter wächst, bin ich da sehr positiv, weil ja, das ist dann irgendwie so die Bewegung, die es auch braucht. Eine grüne Bewegung im Fußball also. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr fahrt ganz bequem mit eurem E-Bike bis vors Stadion, oder wenn euer Team auswärts spielt, dann nehmt ihr einfach kostenlos den ICE. Vorm Stadion trefft ihr dann eure Freundinnen und Freunde auf dem Bolzplatz, der heute dasteht, wo früher der riesige Parkplatz stand, und dann geht's rein ins grüne Stadion. Es gibt natürlich vegane Alternativen bei den Snacks, und die Flutlichtanlage, die läuft mit Ökostrom. Klingt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Wie schlägt sich denn euer Verein beim Thema Nachhaltigkeit? Schreibt uns mal unten in die Kommentare und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal auf YouTube und auf Spotify, damit ihr auch die kompletten Interviews mit Jörn, Moritz und Nico nicht verpasst. Ich gehe jetzt ins Stadion. Bis zum nächsten Mal. Ciao.